Das Dilemma, was ich adressieren möchte, ist folgendes. Es war eigentlich noch nie so einfach, Inhalte zu generieren, zu kreieren. Videos, Texte, Bilder, alles. Aber die große Frage, und ich glaube, jeder Sprecher hier befasst sich damit, ist, was wirkt denn am Ende wirklich? Und vor allem, wie kann jede einzelne Zielgruppe mit deren eigener Perspektive tatsächlich mit dem Produkt, mit der Nachricht am besten umgehen? Und ich möchte das gleich mal bei euch testen, mal gucken, wo so das Bauchgefühl ist. Wir schauen uns an, wie Influencer gut ankommen bei dieser eigentlich ja uns unbekannten Zielgruppe. Da habe ich von Toni Garn 3 verschiedene Posts mitgebracht und eure Aufgabe ist jetzt zu raten, welche von dieser Art von Post korreliert am stärksten mit Likes und Kommentaren. Ihr seht ganz links Wärme. Kaffeetasse in der Hand, Toni Garn am Fenster. In der Mitte nennen wir es mal Hotel. Und ganz rechts seht ihr Mondschau, also Performance. Ne? Das ist das, was sie tut. Die richtige Antwort ist tatsächlich, das Wärmebild bekommt mit Abstand am meisten. Das Hotel in der Mitte und Performance tatsächlich negativ. Also wenn man alle Arten vergleicht. Und was habe ich hiermit gezeigt? Dass unsere Perspektive, unsere eigene auf die Welt halt eine andere ist, als von der Zielgruppe von Toni Garn. Die Leute, die Toni Garn folgen, das sind Leute, die sehen Toni Garn als Freundin. Die wollen mit der eine persönliche 1:1 Beziehung haben. Kaffee trinken sozusagen, eine warme Beziehung pflegen. Die sehen sich nicht als ein anderes Supermodel im Hotelraum. Die glauben nicht, dass sie mit auf einer Modenschau mit denen stehen können. Darum geht es gar nicht. Aber das ist halt, wie unser Bauchgefühl uns trügt, diese Perspektive einzunehmen. Zweites Beispiel. Ein Krankenhaus. Die haben eine Sache gemacht und dadurch wurde die Kundenzufriedenheit um 50% erhöht. Was haben sie gemacht? Was sie gemacht haben, ist, sie haben den Zugang zum Parkplatz verbessert. Das Letzte, was man häufig verbindet mit dem Krankenhaus, aber nicht ganz unwichtig. Zum Glück gibt es natürlich gegen dieses Bauchgefühl, was uns häufig trügt, Marktforschung. Und Marktforschung habt ihr, wie ihr wisst, überhaupt keine Probleme. Es funktioniert immer einwandfrei. Und ich glaube, genau dieses Einfache, der Mensch will zum Fitnessstudio, aber nimmt die Rolltreppe, das wird häufig übersehen bei Marktforschung. Und wo das Ganze hinführt, das erleben wir gerade live. Aber worum es mir geht hier ist, hinter jeder Entscheidung, hinter jeder Wirkung stecken psychologische Treiber. Und ja, das Gehirn ist nicht dafür da, um nachzudenken, sondern um uns zu helfen, effektiv, schnell Entscheidungen zu treffen. Was entscheidend ist, häufig ist der Kontext, in dem eine Entscheidung passiert, in der die Wirkung sich entfaltet. Ne? Wenn das Kind am Rockzipfel zurrt und sagt, ich brauche jetzt irgendwie so ein Hanuta, dann passiert es. Kontext übrigens auch, und dazu kommen wir gleich, totaler Nostalgiefaktor das hier. Aber habt ihr die Preise gesehen? Die habe ich seit meiner Kindheit so nicht gesehen. 35 Cent. Gute Werbung wirkt, weil sie scheinbar etwas anderes mit uns tut. Man sieht es und man hat sofort ein bestimmtes Gefühl. Es gibt bestimmte Assoziationen, Verbindungen und man denkt einfach, ja, das ist okay. Das gefällt mir. Kontext ist entscheidend. Ich gehe auf eine Party, will einen Wein kaufen. Welchen von den beiden Weinen würde ich kaufen? Wie teuer erscheint 12 €? Das ist der teuerste Wein. Aber im Kontext in der Mitte denke ich jetzt, natürlich mache ich die 12 €. Ist nicht mein bester Freund, aber ich schenke ihm auch nicht die Plörre. Ich gehe jetzt so in die Mitte. Marktforschung verkennt das häufig, weil wir halt den Leuten fragen, stell dir mal vor, du würdest. Oder könntest du dir, man ist so weit weg. Und deswegen glaube ich, ist so dieses darüber fachsimpeln und darüber nachdenken und sinnieren häufig weniger richtig, als zu gucken, was sind wahrscheinlich die Kontextfaktoren, die dazu führen, dass eine bestimmte Entscheidung gefällt wird. So, jetzt habe ich euch erklärt, unser Bauchgefühl kann uns trügen. Wir können das testen mit Marktforschung, aber auch Marktforschung hat häufig Probleme, weil sie die Sachen wieder simplifiziert, nicht im Kontext passieren kann und so weiter. Was fehlt ist also, dass wir Reaktionen zu Inhalten vorab testen können. Ich glaube vor allem individuell, also wirklich quasi in einer Person, valide, logisch und dann kontextuell. Und deswegen haben wir digitale Zwillinge gebaut. Und digitale Zwillinge, und probiere ich das mit großen Bildern zu zeigen, wir haben extrem viele Umfragen selber durchgeführt, eingekauft, gesammelt. Riesenberg von sehr vielen Leuten. Über 1 Million Leute sind aktuell in unserer Datenbank. Und wenn ich jetzt zu einer der Personen gehe, die haben wir so gemessen. Und das ist ganz entscheidend,
weil jetzt seht ihr eine große Zahl, aber das sind halt Individuen. Die haben jeweils bis zu 250 Datenpunkte bei uns. Die haben wir seit 2017 verfolgt, kontinuierlich Datenerhebungen durchgeführt. Tausende kommen da jeden Monat mit dazu. Und natürlich ist, wie wir das Ganze auswerten, validiert und wir werden einige Cases jetzt hier zeigen. Der große Unterschied, warum wir dieses Individuum nehmen und glauben, dass unsere Vorhersagen, und das sehen wir auch gleich, gut funktionieren, ist, weil wir diese Treiber nutzen. Ziemlich klassische Sachen, also wenn jemand von euch Psychologie studiert hat, dann wird es ihn kaum überraschen. Die Big Five, die Needs, die Values, alles Dinge, die letztlich einem helfen, tatsächlich in unbekannten Situationen das Verhalten vorherzusagen. Das steckt da also drin. Und wie wird es dann genutzt? Wir sehen jetzt hier das Interface. Ich wähle jetzt eine Zielgruppe aus, Generation Z, und kann jetzt tatsächlich etwas fragen. Ich frage jetzt zum Beispiel, was hältst du von Werbung? Welche Marken machen das gut? Und jetzt wird gesampelt, rekrutiert und werden die einzelnen Leute aus der Zielgruppe befragt und die Antworten werden zurückgespielt. Die einzelne Person gibt jetzt also Antwort und sie gibt mir auch eine Erklärung. Also sie macht sich Gedanken über das Ganze. Wir nennen das Psychological Scaffolding, weil das passiert erst. Zuerst machen sie sich Gedanken, gegeben ihrem Kontext, dann geben sie die Antwort. Extrem wichtig, diese Reihenfolge, haben wir in unserem Prompt-Test rausgefunden. Und am Ende wird das natürlich alles zusammengefasst. Das heißt, man hat jetzt quasi die Fokusgruppe alle befragt, ausgewertet und kann jetzt sofort sehen, was dahinter steckt, was denen wichtig ist. Wir haben also die gesamte Population von über 1 Million Leuten in der Datenbank. Von denen haben wir diese Umfragewerte bis zu 250 pro Person. Aber bevor die Maschine das Ganze lesen kann, muss es embedded werden. Das heißt, wir machen es maschinenleslich, ohne dass die semantischen Informationen verloren gehen. So können wir nämlich dann eure Beschreibung einer Zielgruppe, die ihr abbilden wollt, tatsächlich auf allen Dimensionen matchen mit dem, was wir in unserer Datenbank haben. Und aus diesem Pool ziehen wir dann zum Beispiel den Thomas. Das ist dann halt ein digitaler Zwillinge, den man befragen kann als Teil seiner Zielgruppe. Worum es aber geht, ist, ihr testet am Ende das Bauchgefühl. Und wir sind ja alle nicht dumm, so, wir haben ja schon Erfahrung, aber häufig muss man kleine Sachen anpassen, kleine Stereotypen, die sich eingeschlichen haben, kleine Biases oder Kontextfaktoren und die kann man halt damit testen. Und ein paar dieser Tests haben wir hier mal mitgebracht. Einer unserer Kunden, zum Beispiel ST, Talk, ganz wichtig, B2B-Zielgruppe. Davon gibt es nicht mehr als 10.000 im Dachraum. Und die wollten halt wissen, was ist der beste Claim. Und ich habe es mal ein bisschen vereinfacht dargestellt. Auf der linken Seite seht ihr die Marktforschung. Das sind jetzt die ganzen Claims gerankt und in grün dargestellt, das sind die Top-Claims und in rot, die sind nicht so gut. Gelb ist in der Mitte. Links also die Marktforschung und jetzt rechts die digitalen Zwillinge. Und ihr seht, die digitalen Zwillinge können die Spreu vom Weizen trennen. Die grünen Sachen sind weiter oben, die roten Sachen sind unten. Und da wir den Rank probiert haben, vorherzusagen und natürlich auch Menschen nicht immer einer Meinung sind, das ist jetzt der Durchschnitt, aber würde man die Hälfte der Leute zweimal befragen und so weiter, wir können da statistisch noch mal drüber sprechen, die Genauigkeit ist vergleichbar mit der von den Menschen. Also 98% Genauigkeit bei diesem einen Test. So sieht es tatsächlich aus, Feedback, was Sie davon halten. Und ganz entscheidend hier, ihr seht diese kleinen Nummern. Diese kleinen unscheinbaren Nummern, da steht zum Beispiel 3,5 und ganz oben stand zusammengefasst für die gesamte Zielgruppe. Und diese Nummer ist ganz wichtig, weil die korreliert mit echter externer Performance. Hier wieder spannenderweise eine B2B-Zielgruppe, jetzt ein biomedischer Gerätehersteller, Marke geändert, der hat 4 verschiedene LinkedIn-Kampagnen getestet und echtes Geld ausgegeben, um herauszufinden, dass die ganz rechts in Rot richtig teuer war und in Blau ziemlich wenig Klicks bekommen hat. Und unten seht ihr die Bewertung, die Durchschnittsbewertung der digitalen Zwillinge. Und dann wandert ihr nach links. Die effektivste Methode ist auch die am höchsten bewertete von den digitalen Zwillingen. Also hätte sich Geld sparen können. Und worum es am Ende geht, und dazu kommen wir können, das bedeutet, von der Idee bis zur ersten Ausführung zum Testen und dann optimieren, das kann sich die ganze Zeit im Kreis drehen, ohne dass man wieder nach draußen gehen muss eine Umfrage machen, muss warten, bis die Leute rekrutiert werden. Am Wochenende hat es nicht funktioniert. Nee, 24/7 kann man die Leute befragen. Und Thorsten hat seine ganz eigene Geschichte dazu. Genau. Ja, genau. Ich bin Thorsten, wurde ja schon kurz vorgestellt. Vielen Dank. Wir sind seit 80 Jahren im Segment Kinder- und Jugendbuch aktiv, mit extrem vielen sehr bekannten Charakteren, wie beispielsweise Sams,
die Olchis, Tribute von Panem und der gesamte Astrid Lindgren-Kosmos. Bei uns im Haus erscheinen pro Jahr ungefähr 300 neue Produkte, die grundsätzlich alle mit relativ kleiner Mannschaft alle neu gemacht werden, neu gedacht werden müssen und dann irgendwann auf den Markt kommen. Wir können es uns nicht leisten, wenn wir 300 Produkte im Jahr neu machen, nicht zu wissen, was unsere Kunden bzw. Leser wollen. Das sind Produkte, es sind Bücher, es sind Audioprodukte, es sind digitale Produkte. Und deswegen setzen wir jetzt seit ungefähr einem Jahr neuroflash ein im Verlag und haben es jetzt in dem letzten Jahr sehr gut validieren können, was für Ergebnisse für uns dabei rausgekommen sind und sind tatsächlich sehr überrascht. Ich habe heute ein Produkt mitgebracht oder ein Testcase mitgebracht, der für uns auch etwas Besonderes ist. Wir planen ein neues Non-Book-Spiel, das im Herbst in den Handel kommt. Sie können es noch nicht kaufen, leider. Und das heißt, klingt wie Kindheit. Und das ist für uns die Besonderheit, weil es ein Produkt ist, das sich an Erwachsene richtet. Und normalerweise sind wir halt im Kinder- und Jugendbuchbereich unterwegs. Wir haben zwar auch Produkte für Erwachsene, aber es ist etwas, was wir wo wir bestimmte Teile komplett neu lernen müssen. Genau, klingt wie Kindheit, das Nostalgie-Quiz für Erwachsene. Unter anderem deshalb hat Jonathan diese wunderbaren Disketten mitgebracht. Es funktioniert so, dass man aus verschiedensten Fragen eine bestimmte Spielsequenz ableiten kann. Dieses Konzept haben wir abgefragt, ganz klassisch, mit Umfragen, die wir über klassische Anbieter von Umfragen gemacht haben. Wir haben einen Fragebogen entwickelt, wir haben das rausgeschickt, wir haben 2 Wochen gewartet, bis die Antworten wieder da waren und haben aber sehr schnell gemerkt, dass das Konzept funktioniert. Haben dann gesagt, okay, jetzt fangen wir an, wie wir es immer gemacht haben, wir fangen an, nach Bauchgefühl verschiedene Cover zu generieren. Das machen wir mit verschiedenen Illustratoren, gehen in verschiedene Stilrichtungen, so ein bisschen educated guess, was haben wir schon gelernt, was denken wir selber, was könnte gut ankommen. Und an dieser Stelle kam spätestens neuroflash ins Spiel, weil wir jetzt angefangen haben, diese ganzen Cover per neuroflash über unsere für uns speziell kreierten Zielgruppen zu testen und uns einem endgültigen Produkt oder einem endgültigen Cover, das dann hoffentlich im Handel auch funktioniert, anzunähern. Wir sind in diese Richtung hier gegangen. Genau, die große Frage ist natürlich, welche Version gewinnt von diesen verschiedenen Covern. Unterscheidet sich zum Teil Nuancen. Es sind einfach Farbwelten, es sind unterschiedliche Charaktere da drauf. Es sind aber auch so einzelne Kleinigkeiten da drauf, wie beispielsweise steht oben, wenn Sie es klein lesen können, das Nostalgie-Quiz für große Kinder. Haben wir gedacht, das ist ja ein super Claim, hervorragend, fühlt sich jeder von abgeholt. Erwachsene fühlen sich davon nicht angesprochen, weil sie auf Augenhöhe angesprochen werden wollen und sich unter große Kinder nicht wahrgenommen werden wollten. Und sondern das Ganze Richtung Verniedlichung ging. Das war für uns ein enormes Learning, ehrlich gesagt, weil es gleichzeitig ein anderes Thema berührt. Wir haben mit unserer Verlagsbrille drauf geguckt und haben gesagt, okay, Kinder, das Wort kommt sowieso immer grundsätzlich jederzeit bei uns in den Kopf. Und dann haben wir das Problem, wir landen im Handel grundsätzlich, weil es auch beim Buchhandel immer als erstes in den Kopf kommt, immer in der Kinderecke mit unseren Produkten. Das wollten wir nicht, weil das ist ein Spiel für Erwachsene. Insofern war es ein extremst wichtiges Learning für uns, dass wir dieses große Kinder austauschen in Richtung, man sieht es hier unten, einen Störer in die Ecke zu packen, das Nostalgie-Quiz für Erwachsene. Das ist auch ein ganz klares Signal Richtung Handel, das ist aber auch ein Signal Richtung Käufer und hat erspart. Genau. Dass es funktioniert, ich gehe noch einmal einen zurück, zeigt uns eine Heatmap, die man in neuroflash abrufen kann. Wir haben vorher auf der linken Seite ein relativ unruhiges Blickfeld auf dieses Cover. Es ist extrem viel drauf, es sind noch mehr Elemente als auf der rechten Seite da drauf. Die Leute gucken zwar oben auf das Markenlabel Klingt wie Kindheit, so ganz leicht gucken sie auch auf dieses Nostalgie-Quiz für große Kinder, aber es wird eigentlich kaum wahrgenommen. Und man sieht jetzt, wenn man rechts blickt, hat man eine gerade Blickachse von oben nach unten einmal durch. Und man sieht unten, der Störer wirkt. Dieses Nostalgie-Quiz für Erwachsene wird auch wahrgenommen.
und es funktioniert und wir haben es damit einmal validiert, ohne dass wir jetzt, keine Ahnung, 100 Leute nochmal direkt fragen mussten, sondern wir konnten es einmal per Tool. Genau, ein anderes Thema sind Claims wie Unterzeilen. Wir haben verschiedene Editionen, die erscheinen werden. Die eine Edition sehen Sie hier, entweder Helden deiner Kindheit oder einmal Helden, immer Helden. Wer fühlt sich von Helden deiner Kindheit mehr angesprochen? Und wer von einmal Helden, immer Helden? Ja, ungefähr ausgeglichen. Innerhalb der digitalen Zwillinge, die gesagt haben, einmal Helden, immer Helden, ist sehr viel identitätsstiftender, weil es einfach etwas, was früher war, mit dem von heute verbindet und daher als Produktlabel sehr, sehr viel deutlicher und sehr viel besser für uns geeignet ist. Genau, insofern sind das die endgültigen Cover geworden. Einmal Helden, immer Helden. Und wie das jetzt in der Praxis im Tool funktioniert, haben wir einmal per Video mitgebracht. Ich hoffe, es funktioniert jetzt, wenn ich einfach starte. Also, ich lade das Cover quasi hoch, einmal in das Tool, wähle auf der rechten Seite meine Zielgruppe aus. Wir haben eine Zielgruppe spezifisch angelegt, engagierte Eltern. Das sind Eltern im Alter zwischen 35 und 55, die jetzt noch Kinder haben, also oft auch ohnehin relativ spielbegeistert sind, die spezifisch perfektioniert auf die Oetinger Zielgruppen angepasst worden sind. Ich stelle dann hier eine Frage, wie wahrscheinlich, und dann bekommen wir ein Research Summary mit Stärken und Schwächen, aber auch, und das ist für uns extremst wertvoll, mit tatsächlich einzelnen Stimmen aus tatsächlich wirklich echten Personas, wie Jonathan das gerade schon erklärt hat, wie beispielsweise die Persona Claudia Brenner, die uns auch, wie wir es vorher schon gelernt haben, einfach in dem Kinder-Erwachsene-Thema und hilft uns einfach, dieses Cover absolut zu optimieren. Ich finde es wirklich faszinierend, ehrlich gesagt. Wir haben hier ein Cover, man sieht diesen Hund da drauf, es soll Lessie sein. Und natürlich haben wir uns das vorher gedacht. Wir kennen als Menschen, kennen wir diesen Zusammenhang mit der alten Fernsehserie Lessie, wahnsinnig bekannt. Aber für die KI müsste es jetzt erstmal ein Hund sein. Aber anstelle dessen sagt tatsächlich diese Persona, die vertrauten Figuren wie Pippi Langstrumpf und Lessie wecken sofort warme Kindheitserinnerungen und ein Gefühl von Geborgenheit. Also sie erkennt in dem Zusammenhang tatsächlich auch, dass es sich um Lessie handelt, was uns einfach nochmal wieder zeigt, weil wir es einfach ausprobieren wollten gegenüber unseren herkömmlichen Wegen, die wir vorher getestet haben, und haben eine ungefähre Übereinstimmung von 92% gegenüber dem, was wir aus klassischen herkömmlichen Marktforschungsmaßnahmen gehabt. Das nächste ist ein absolutes Ich liebe es Feature für die Produktmanagerin bei uns im Haus. Man kann die Cover direkt anpassen innerhalb dieses Tools und sofort neu testen. In diesem Fall haben wir das schwarze Pferd ausgetauscht. Es sollte natürlich Black Beauty sein. Man kann es jetzt einfach auswählen und sagen, tausche dieses schwarze Pferd gegen eine Version von Alf. Und die KI macht es, setzt da ein Alf rein und ich kann das sofort wieder neu testen mit einer neuen Figur. So haben wir extrem viele verschiedene Figuren oder Erinnerungsgegenstände ausgetauscht und immer wieder probiert, was kommt besonders gut an, was funktioniert und was funktioniert nicht so gut. Und haben uns dann aber am Ende hier doch für Black Beauty entschieden, einfach aus Markenrechtsgründen, ehrlich gesagt. Genau. Genau, für uns und für unseren Vertrieb ein anderes sehr interessantes Beispiel ist beispielsweise, wie kommt dieses Produkt am Ende im Handel an? Wir haben jetzt also ein Thalia-Regal genommen und haben gesagt, okay, produziere oder projiziere unser Cover einmal in ein Thalia-Regal und gucke, wir fallen sehr stark auf. Man sieht es sehr zentral da drin und es erzeugt eine Menge Wumms. Insofern sind wir sehr guter Hoffnung, im September damit eine erfolgreiche neue Reihe zu starten.
Genau. Genau, die einzelnen Beispiele, die ich vorhin schon genannt habe, habe ich hier nochmal kurz ein paar rausgegriffen. Zum Beispiel für das Thema, früher war mehr Bandsalat oder sowas. Wenn Sie es vorher genau hingeguckt haben, haben Sie gesehen, da ist sehr zentral eine große Musikkassette da drauf mit einem Bleistift, mit dem man früher die Kassetten aufgedreht hat. Auch das erkennt beispielsweise die KI und sagt dann, die Musikkassette mit dem Bleistift ist ein Volltreffer. Das weckt sofort Erinnerungen an früher, als man noch selbst den Bandsalat aufgewickelt hat. Und insgesamt hat uns das einfach enorm geholfen, dieses Produkt so zu validieren, in permanenten Austausch quasi mit dieser KI, anders als wir es normalerweise gewohnt sind, dass wir jedes Mal nachfragen mussten und nochmal einen Iterationsschritt gehen mussten, der dann 2 Wochen gedauert hat, sind wir jetzt quasi 24/7 da dran, diese Produkte zu verbessern. Genau, und damit gebe ich wieder an Jonathan, der noch was zu 3 besonderen Jungs sagen möchte. Sehr gerne. Vielen Dank, Thorsten. Hier das finale Produkt. Also abschließend mit einer kleinen Anekdote. Wer von euch, ihr kennt wahrscheinlich alle die 3 Fragezeichen, gehe ich davon aus. Und deswegen mein großer Wunsch mit diesem Produkt letzten Endes, um diese Justuses und Bobs und Peters wieder zurückzubringen als Perspektiven, die wie Lupen einem helfen können, den Fall zu lösen. Und Thorsten hatte schon erzählt, es gab wirklich eins unserer ersten Projekte mit einer anderen Zielgruppe, war auch wirklich eins, wo ich hatte die Analyse bekommen von der Marketingleiterin. Hier, so sehen wir unsere Zielgruppe. Und dann kamen die ersten digitalen Zwillinge zurück und die haben bei einem Punkt komplett widersprochen. Komplett widersprochen. Und dann hat sich wirklich etwas gedreht, was dann auch Einfluss hatte auf das Coverdesign. Und diesen Moment von das Bauchgefühl getestet zu haben, anzupassen, die andere Perspektive besser zu verstehen, das ist, was ich als Psychologe natürlich sehr liebe und weswegen dieses Produkt mir so am Herzen liegt. Denn es ist mein Wunsch, dass ihr diese Idee von den Perspektiven mit nach Hause nehmt und möglicherweise jemanden findet, mit dem ihr diese Diskette geben könnt, um die Perspektive zu teilen, dass es halt nicht nur ein Speichermedium ist aus vergangenen Zeiten, sondern auch viele Perspektiven, Emotionen, Geschichten beinhaltet, die weitergehen als der Speichern-Button bei TikTok. Vielen Dank.